It's your friendship that means so much to me. We'll never run it you. You'll always be there for me. I depend on you. Together we'll be the best team. So, mein Kleiner, mach's gut, ja? Schon war's in der Schule. Komm jetzt, Sascha. Morgen, Sascha. Hey, können Sie sich nicht einmal zurückhalten? Müssen Sie meine Tochter hier jeden Morgen vor allen ablecken? Sie können froh sein, dass Sie nicht schon längst im Gefängnis sitzen, Herr Zartmann. Hey Luisa, 2 Red Jellies und Hot Chocolate bitte. Klar, sonst noch was? Ah, danke. Hey, Holger, kann ich nicht aufpassen? Entschuldige bitte, tut mir leid. Luisa, nochmal dasselbe für den jungen Mann auf unsere Kosten. Hey, cool, habt ihr das gehört? Morgen. Ja? Falls du glaubst, dass ich das hier unterschreibe, hast du dich geirrt. Wir haben noch gestern darüber gesprochen. Ja, und du kennst meine Meinung. Bist du wahnsinnig? Das war der Kaufvertrag für das Objekt in der Schellinggasse. Glaub ja nicht, du kannst immer und überall machen, was du willst. Das ist vorbei, mein Lieber. Das ist ab sofort hier vorbei und seit gestern Abend ist es auch... Halt den Mund! Ach, Karl, entschuldige. Ja, Christine? Ja, du, es tut mir leid wegen gestern Abend. Ja. Ich hatte was getrunken. Wie, was soll das heißen? Du lässt die Schlösser im ganzen Haus austauschen. Christine? Christine! Ja? Geuser, Sie? Bin schon da, Zartmann. Du, aber zieh dir was Warmes an, heute ist irgendwie kalt. Und für sie ist es gar nicht so kalt. Das muss die Luftfeuchtigkeit sein oder der Wind. Der eisige Westwind. Was sagst du? Also, pünktlich um 11. Wie immer.
Na, wer bist denn du? Sag mal, Rex, schau einmal. Der schaut doch irgendwie aus wie der Kunz. Nur ein bisschen dünner. Ich glaube, wir sollten Fritz zu ihm sagen. Hm? Ja, Hoffmann. Servus, Kunz. Ha? Ja, alles klar, kenn ich. Sind gleich dort. Servus. Servus. Und? Wer hat ihn gefunden? Der Herr Heller. Der Heller ist Krankenpfleger, da hinten in der Klinik. Ja, mein Dienst war zu Ende. Ich war auf dem Weg nach Hause und bin praktisch über ihn gestolpert. Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Danke. Einmal möchte ich einen Zeugen treffen, der was gesehen oder gehört hat. Sag mal, ist der Rex Vater geworden oder was? Ach so, nein, das ist der Fritz. Den haben wir adoptiert. Was heißt der Fritz? Wieso der Fritz? Wer ist denn der Tote? Zartmann. Jürgen. Kennst du den nicht? Na? Ja, das ist dieser Inzuckerbäcker, auf den die Kids so abfahren. 10.000 Euro hat er auch bei sich gehabt. Also Raubmord scheidet aus. Drei Schüsse. 2 davon tödlich. Ah, der Herr Doktor. Danke vielmals, Dankeschön. Die Partes Orbital ist glatt durchschossen. Keine Chance. Und ein Schuss direkt ins Herz. Also da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Ja, genaueres, wenn ich ihn auf dem Tisch habe. Ja, mein Gott, ist der herzig. Darf man dem Rex dazu gratulieren? Nein, das ist ein Findelkind. Ach so. Ja, und heißt zufällig Fritz. Fritz, wie du Kunz. Na, das passt. Schönen Tag noch, die Herren. Also, die Schüsse kamen von da drüben, vom Baum. Gibt's Patronenhülsen? 3 Stück von einer Glock, 9 mm. Und? Schuhspuren? Ja, von Sportschuhen, könnten vom Täter stammen. Und Fahrradspuren von einem Geländeradl. Der Rex hat was. Hey, sehr gut, Rex. Offensichtlich hat der Täter hier dem Zartmann aufgelauert. Frau Zartmann, eine Frage hätte ich noch. Können Sie mir vielleicht sagen, wohin Ihr Mann wollte? Ich weiß es nicht, bitte. Also, Ihr Mann ist heute Morgen gemeinsam mit den Kindern außer Haus gegangen. Und dann war der Handwerker da, so bis Mittag. Ja, das habe ich Ihnen doch schon alles erzählt. Bitte lassen Sie mich. Entschuldigung. Ich verstehe das natürlich. Wir sehen uns dann später. Der Sascha darf nichts davon erfahren. Ich meine, dass sein Vater tot ist. Geben Sie mir ein paar Tage Zeit, dass ich es ihm erklären kann. Ja, selbstverständlich. Mama? Da draußen ist ein ganz großer Hund mit seinem Baby. Warum weinst du? Sascha, ich bin der Marc. Die Hunde da draußen, die gehören zu mir. Und wenn wir wiederkommen, dann kannst du mit den beiden spielen. Versprochen. Super, danke. Schussentfernung maximal 6 Meter. Da trifft jeder. Ja, der Tote hat sich quasi in die Schüsse hineingedreht.
Vielleicht hat er den Täter gekannt. Das sind Kratzspuren. Ja, relativ frisch, 24 Stunden maximal. Könnten die von einem Kampf sein? Ja, möglich. Ich habe Reste von einem Nagellack gefunden, Lachsfarben und Restalkohol, 1 Promille. Analyse vom Nagellack? Ist schon in Arbeit. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Bitte. Frau Zartmann, haben Sie und Ihr Mann Streit gehabt in letzter Zeit? Gab es irgendwelche Tätlichkeiten? Wissen Sie, woher die Kratzer stammen? Ich weiß nicht. Frau Zartmann, wie war denn sein Verhältnis zu den Kindern? Sascha und Tanja. Wir waren eine ganz normale Familie. Du bist die Tanja, stimmt's? Ja. Mein Beileid. Zartmann Jürgen besitzt in der Zwischenzeit 15 von diesen Coffeeshops, oder wie das heißt. Ja, gemeinsam mit seinem Kompagnon, dem Karl Dvorak, der hält 30%. Irgendwas Auffallendes? Ja, die Kette floriert. Red Jelly Cakes. Also ich weiß nicht, ich mag die Dinger irgendwie nicht. Die sind viel zu süß. Ja. Also gut, Raubmord fällt weg. Bleibt nur noch die Frage, wo wollte der Zartmann hin mit 10.000 Euro? Auf die Bank? Ja. Schwarzgeld. Das wird uns ein Teil auch verraten. Grund, wir brauchen das volle Programm. Alibis der Familienmitglieder, Alibis der Mitarbeiter, der Angestellten und so weiter. Ja, und Tatzeugen. Es muss ja irgendjemand was gesehen haben am helllichten Tag. Naja, vielleicht haben wir Glück und es meldet sich der Fahrradfahrer. Entschuldigung, wo ist denn Gleich. Verzeihung, wo ist denn das Büro? Da hinten und dann immer geradeaus. Ach so. Danke. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Bitte. Danke. Also formuliere ich meine Frage halt anders. Ihr Chef war doch ein sehr attraktiver Mann. Gab es da keine Frauengeschichten? Das Privatleben von meinem Chef hat mich nicht interessiert. Eine Vermutung vielleicht? Eines weiß ich genau. Ja? Mein Typ war jedenfalls nicht. Ich stehe auf andere. Soll ich Ihnen auch mal was sagen? Ja, was? Ich würde gerne das Büro von Herrn Zartmann sehen. Diesen Kalender da, den will ich gerne mitnehmen. Dürfen Sie das überhaupt? Der Zartmann wird es ja nicht mehr merken. Sagen Sie, was können Sie mir denn über die finanzielle Situation der Firma sagen? Bedauere, aber da müssen Sie unseren neuen Chef, den Herrn Dvorak, selbst fragen. Den neuen Chef. Wie war denn das Verhältnis vom Alten zum Neuen? Von Verhältnis hat in der letzten Zeit keine Rede mehr sein können. Hat es da Streit gegeben? Worum ist es da gegangen? Fragen Sie ihn doch selbst. Na, was ist, Rex? Kommst du mit?
Ja, du musst dich schon entscheiden. Ja, es ist gar nicht so einfach, Job und Familie unter einen Hut zu bringen, ne? Sie sind gestern um 11 Uhr bei einem Kunden gewesen? Nein. Ich wollte nach Wiener Neustadt. Es hat Probleme gegeben. Mit dem Mehl, dem Zulieferer. Aber Sie sind in der Firma Waldleitner nie angekommen. Genau. Die Favoritenstraße ist komplett dicht gewesen. Fragen Sie Ihre Kollegen vom Verkehr. Sie hatten in der letzten Zeit öfter Streit mit dem Herrn Zartmann. Stimmt's? Na, die Modra. Hat die wieder den Mund nicht halten können? Hatten Sie Streit oder nicht? Wissen Sie, der Zartmann hat so aggressiv investiert. Jeden Monat ein Kaffeehaus eröffnen. Ohne Absicherung. Das ist ein Risiko, verstehen Sie? Ja, Sie hatten Angst um Ihre Anteile. Er hat die letzten Monate ständig Geld für Privates abgezogen. Wofür? Wofür man halt so Geld braucht. Frauengeschichten, was weiß ich. Gestatten? Bitte. Ja, Hoffmann. Servus, kommt's. Aha. Das ist interessant. Herr Dvorak, sagt Ihnen der Name Geuser etwas? Geuser, wie kommen Sie denn auf den? Geuser ist mal eine bekannte Wiener Konditorei gewesen. Gut. Wir melden uns bei Ihnen. Ja, danke, ich wünsche was. Ja, ich bin's. Der von der Mordkommission ist da gewesen. Das hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Die Zuckerbäckerinnung sagt, dass der Zartmann da als Lehrbuch angefangen hat. Es wird gemunkelt, dass er dem alten Geuser das Rezept der berühmten Geuserrollen geklaut hat. Und dann hat er sein eigenes Geschäft aufgemacht. Wie kommst du denn da drauf? Wenn er schon das Rezept stiehlt? Der alte Geuser hat das nicht verkraftet und ist bald darauf gestorben. Das Geschäft hat sie nie wieder erholt. Ja, wart, jetzt kommt's. Der Anton Geuser, der Sohn vom alten Geuser, der hat überall herumposaunt, dass er den Zartmann dafür teuer bezahlen lassen wird. Ja, dann schauen wir uns den Herrn Junior mal an. Bitte, meine Herren. Sie wünschen? 2 Geuserrollen und... Nicht anfassen. 2 haben Sie gesagt. Ja. Bitte gleich. Außerdem hätten wir gerne den Herrn Geuser gesprochen. Da muss ich dann erst schauen, ob er noch da ist. Bitte, es ist wichtig. Ja, Hoffmann hier, 7. Bezirk. Flüchtig auf einem Fahrrad, schlank, mittelgroß, helle Jacke. Flieht in Richtung Spiegelberg. Ja, das geht doch nicht. Das ist doch eine...
Ja, Hoffmann hier. Wir haben ihn verloren. Also, Fahndung Großraum Wien, Anton Geuser. Alles klar? Danke. Komm, reg dich nicht auf. Schau her. Der Fritz hat's überlebt. Die Geuser rollen auch. Gestern Vormittag war Ihr Chef nicht im Geschäft. Der kommt nur selten. Ja, und wer kümmert sich dann da um alles? Keiner? Der Anton hat leider nur seine Radeln im Kopf. Der ist wie narrisch. Voriges Jahr war er sogar bis nach Portugal damit. Allein? Mit dem Verein. Lauter so narrische. Was ist denn das für ein Verein? Na, Radlverein heut. Ich tät jetzt auch noch das Geld für die 2 Rollen kriegen. Das zahlt mein Kollege. Und? Habt ihr eine Spur vom Geuser? Habt ihr die Fahrradvereine schon kontrolliert? Ja, dann weitet die Fahndung aus. Die Kuverts sind ident mit dem, das wir beim Zartmann gefunden haben. So, jetzt pass auf. Hier. Da. Und hier. Immer mit einem G markiert. Immer um 11 Uhr und immer an einem Mittwoch. Mit einem G getroffen? Genau. G. Wie Geuser. Und gestern war Mittwoch. Der Geuser hat den Zartmann erpresst. Und immer an einem Mittwoch im Park getroffen. Und gestern hat er ihn erschossen. Ja, obwohl. Ich weiß nicht. Erschossen und erpresst im Park in aller Öffentlichkeit. Warum? Ja, wegen der Geuserrolle. Jesus, jetzt habe ich die noch immer nicht probiert. Magst du auch? Nein. Du nicht. Für Eriks. Das reicht ja kaum für einen. Ja, der hat manchmal hier gesessen. War ja auch ein Foto in der Zeitung. Wegen dem Mord. Aber da ist immer noch einer bei ihm gewesen. War das der da? Genau. Und war der gestern auch da? Gestern? Was weiß ich. Gestern war ich im Spital, im Gewächshaus. Gut. Danke. Herr Heller! Ja, bitte? Eine Frage hätte ich noch für Sie. Ja, klar. Hopp, lauf zu den anderen rüber, komm. Bitte. Den Mann. Wer ist das denn? Tut mir leid. Kenne ich nicht. Schauen Sie mal, Ihr Hund. Die Kinder spüren ganz genau, dass denen nichts Böses will. Warum sind die Kinder hier? Sie sind im Pflegeheim. Das sind alles Opfer. Alleingelassen, weggegeben, misshandelt, missbraucht. Die Liste ist lang, was Kindern angetan wird. Eriks, wer sind denn deine Freunde? Servus. Entschuldige. Nein, ich hab schon verstanden. Der teure, ja. Der Nagellack von Zartmanns Sekretärin ist der billige. Und der, den ich beim Tora gefunden hab, der teure. Ja, so wie der in der Wunde vom Zartmann. Ja, ist doch ganz einfach. Ich glaube, unser Doktor ist urlaubsreif. Das ist ja ganz was Neues. Pass auf. Wenn der Nagellack, den wir beim Dvorak im Badezimmer gefunden haben, ident ist mit dem aus der Wunde vom Zartmann, dann heißt es... Der Dvorak und die Zartmann. Dann heißt es noch lang nichts. Obwohl... Doch. Die Zartmanns haben Streit gehabt. Warum? Ja, wegen Dvorak. Der Dvorak und die Zartmann. Deshalb der Streit. Was meinst du? Motiv Eifersucht? Jetzt macht ihr ein bisschen klein. Nein, Mami, ich bin nicht allein. Der Rex ist bei mir. Ja, eben gekommen. Ich liege jetzt auf. Die Mami macht sich immer so Sorgen um mich. Sorgen? Warum denn? Vorgestern Abend auch. Hab mir den Ohren zugehalten. So. Haben sich deine Eltern gestritten? Ich weiß nicht. Darf ich jetzt immer mit dem Rex spielen? Ja. Komm, Rex.
Ich zeig dir mein Polizeiauto. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Hallo, entschuldige. Ich wollte eigentlich mit deiner Mutter sprechen. Und? Sie ist nicht da. Bin sofort wieder weg. Aber eine Frage habe ich. Bei diesem Streit zwischen deinen Eltern vorgestern, worum ist es dabei gegangen? Was für ein Streit. Ich bin früh ins Bett gegangen. Aha. Und du? Du hast doch sicher den Herrn Zartmann auch gekannt. Nein, Felix ist meinem Vater nie begegnet. Ah, verstehe. Also er hat von euch beiden nichts gewusst. Entschuldigung. Ja, Hoffmann? Aha, ja. Ja, wunderbar. Bin gleich bei dir. Ja, ich bin zur Tatzeit im Park gewesen. Aber erschossen habe ich den Zartmann nicht. Ja, warum haben Sie dann diese spektakuläre Flucht hingelegt? Als ich in der Zeitung von dem Mord gelesen habe, da sind mir halt die Nerven durchgegangen. Ist doch menschlich, oder? Schauen Sie, Herr Größer, das glaubt Ihnen nicht einmal der Hund. Wie kommen die Spuren von Ihrem Fahrrad direkt neben die Leiche? Ja, weil ich halt mit dem Fahrrad bei ihm gewesen bin. Aber da war er schon tot. Sie wollten das Geld holen. Welches Geld? Um das Sie den Zartmann erpresst haben. Erpresst? Wiedergutmachung war das. Der hat meinen Vater auf dem Gewissen. Und meine ganze Existenz. Womit haben Sie ihn erpresst? Weil er hat dann Kinderschnaps verkauft. Was? In Gäuserollen. In den Törtchen ist Schnaps rum. Was glauben Sie, warum halb Wien so versessen drauf war? Hat das Rezept. Auf 10 Decker Teig kommt 1 Decker hochprozentiger. Das heißt, der Zartmann hat die Dinger einfach umbenannt und dann als Red Jelly Cakes an Kinder verkauft. Schnaps hebt die Stimmung. Eine Sau ist es gewesen. In jeder Hinsicht. So. Kann jetzt nicht mehr. Bin müde. Wann Schluss ist, bestimmen immer noch wir. Der war's nicht. Was ist, wenn der Zartmann nicht mehr zahlen wollte? Bang, Kurzschluss. Das glaube ich einfach nicht. Du, was ist denn mit dem Alibi von dem Dvorak? Zur Tatzeit war tatsächlich ein Stau auf der Favoritenstraße. Trotzdem. Servus, Fritz. Na? Ich glaube, der verarscht uns. Was ist mit dem Handwerker? Ist genau zur Tatzeit in der Zartmann-Villa gewesen. Das habe ich überprüft. Er hat dort alle Schlösser ausgewechselt. Aha. Und die Frau Zartmann ist einfach daneben gesessen und hat zugeschaut, oder was? Ja, woher soll denn der das wissen? Der hat gearbeitet. Ah ja. Die Frau Zartmann. Die war am Tag vor dem Mord beim Anwalt und wollte eine schnelle Scheidung. Aber da gibt's einen Ehevertrag. Wenn sie sich scheiden lässt, verliert sie alles. Sie erbt nur dann, wenn ihr Mann stirbt, solange sie verheiratet sind. Aha. Dann werden wir uns mit der Dame noch einmal unterhalten müssen, glaube ich. Jetzt machen wir mal da drin weiter. Ich glaube, der Geuser hat noch was ganz anderes in der Hand gegen den Zartmann. Na, was tippst du? Ich hab da so ein Gefühl. Ja, ich benutze diese Marke schon seit Jahren. Und? Tanja, mach dich bitte für die Schule fertig. Wir haben diese Flasche in der Wohnung von Herrn Dvorak gefunden. Der Karl und ich. Er ist ein guter Freund. Ich glaube, dass Sie ein Verhältnis mit dem Herrn Dvorak gehabt haben. Und waren deswegen am Tag vor dem Mord beim Anwalt. Ja, ich habe die Scheidung gewollt. Noch einmal. Was genau ist an dem Abend vor dem Mord passiert? Mein Mann hatte getrunken. Und er ist aufdringlich geworden. Er hat mir die Bluse zerrissen. Er wollte Sie vergewaltigen. Ja, da habe ich mich gewehrt. Jürgen wollte nicht akzeptieren, dass unsere Ehe kaputt ist. Tanja, geh doch bitte auf dein Zimmer. Und?
Weiter? Ich habe meinen Mann nicht mehr geliebt. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Frau Zartmann, war es nicht so, dass Ihr Mann nicht Sie belästigt hat, sondern Ihre Tochter? Tanja? Habe ich recht? Ihr Mann war pädophil. Und deswegen ist er erpresst worden. Wir haben seit gestern Nacht eine Zeugenaussage, die das bestätigt, Frau Zartmann. Bitte gehen Sie jetzt. Ich habe alles gesagt. Hey Rex, was machst du denn hier? Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich und der Rex den Sascha in die Schule bringen. Aber cool mit dem Polizeiauto. Cooler Parkplatz. Naja, wir sind ja von der Polizei. Streitet dein Papa auch oft mit deiner Mama? Ja, es kommt vor. Die Eltern streiten, was soll man machen? Was, wegen der Tanja? Ja, aber nur wegen dem Felix. Sonst ist bei uns eigentlich alles super zu Hause. Kennt dein Papa den Felix? Ja, die haben sich fast gehauen. Vorgestern, genau hier, vor der Schule. Okay, komm, du musst los. Tschüss, Rex. Bringt ihr mich jetzt immer zur Schule? Es wird nicht gehen. Aber heute am Nachmittag, da holen wir dich ab. Versprochen. Tschüss. Hallo, Moment mal, warten Sie. Vielen Dank. Hat sich erledigt. Jetzt haben wir sie. Parkstraße, 10:47 Uhr. Das beweist, dass die Zartmann und der Dvorak quasi am Tatort waren. Und das keine 10 Minuten, bevor der Mord passiert ist. Die haben gelogen. Die lügen doch alle. Herr Dvorak hat einen Waffenschein. Selbe Kaliber wie die Tatwaffe. Stimmt's? Wieso freut dich das nicht? Naja, glaubst du, der Dvorak ist so blöd und er schießt den Zartmann mit seiner eigenen Waffe? Das soll er uns beantworten. Du kümmer dich um Fritz. Sie haben eine Pistole? Ja, eine Glock. Schon seit Jahren. Würde ich gerne mal sehen. Die habe ich verlegt. Verlegt? Herr Dvorak, ich bitte Sie. Habt ihr nichts zu tun? Glauben Sie etwa, ich habe den Zartmann erschossen? So ein plötzlicher Tod bringt Ihnen eine Menge Vorteile. Das Geschäft, die Witwe und ihre Erbschaft. Das stimmt. Ich war's aber nicht. Dann erklären Sie mir bitte, wie Sie während der Tatzeit in der Favoritenstraße im Stau gestanden sind und in der Nähe des Tatortes in der Parkstraße wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wurden. Na, Herr Dvorak, unsere Kollegen vom Verkehr haben immer ein wachsames Auge. Haben Sie gewusst, dass der Herr Zartmann pädophil war? Ohne Anwalt sage ich gar nichts mehr. Das Thema gleich mit dem Anwalt drum. Komm, warte. So, glaubst du das wirklich? Was? Naja, was der Geuser uns erzählt hat. Dass der Zartmann sich an Kinder herangemacht hat. Na sicher glaube ich das. Immerhin war das der Hauptgrund, warum man erpressen hat können. Na, dann hat er vielleicht auch seine eigenen Kinder. Auf mich macht der Sascha nicht den Eindruck, dass er sexuell missbraucht wurde. Andererseits haben Sie recht. Sein Verhalten zeigt typische Auffälligkeiten, was körperlichen Kontakt anlangt. Ich bin drauf gekommen, weil er so scheu auf jede Berührung reagiert. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann schließen Sie einen Missbrauch nicht gänzlich aus. Ich kann Ihnen kein komplettes psychologisches Gutachten liefern beim Spazierengehen im Park. Das verstehe ich natürlich. Also wenn ein Vater seine Tochter missbraucht, heißt das, Dass er den Sohn in Ruhe lässt? Ja. Leider nicht. Pädophile sind nicht geschlechtsorientiert. Es geht nicht um männlich oder weiblich.
Das Kindliche reizt sie. Und der Rex und der Fritz dürfen bei mir bleiben. Wenn du gut auf sie aufpasst. Aber die Mama wird was dagegen haben. Darum kümmere ich mich schon. Marc? Bist du mein Freund? Gern. Wenn du es möchtest. Mhm. Komm, Fritz, ich zeig dir das Haus. So, Rex, jetzt bist du dran. An die Arbeit. Komm her. Na komm, brich. Schließlich hast du sie ja gefunden. So, und jetzt such. Wir beide sehen uns dann später. Ich verstehe nicht, warum wir die nicht alle herkommen lassen und so lange verhören, bis sie uns zugeben, wer es von ihnen gewesen ist. Ich sag dir, das ist nur noch eine Frage von Stunden. Schau her, wir haben Indizien, aber wir brauchen Beweise. Erstens, zu welchem Kleidungsstück gehören die Fasern, die wir am Tatort gefunden haben? Zweitens, wo ist die Tatwaffe? Wir müssen die Villa Zartmann überwachen lassen, rund um die Uhr, Tag und Nacht. Rex ist schon da. Aber geht der Rex? Ich finde dich nicht, Rex. Rex, wo bist du? Wuff! Ich finde dich nicht. Wo versteckst du dich? Bell doch mal. Wuff! Du hast dich aber toll versteckt, Rex. Bist du vielleicht hinter der Pflanze? Nein, da bist du, Rex. Jetzt verstecken wir uns und du suchst uns. Komm, ich komme. Was ist denn, Rex? Oh je, am besten versteckt ihr euch einmal. Ich muss zuerst allein mit der Mama reden. Komm, schnell! Sascha? Pass gut auf den Fritz auf, Rex. Sascha? Sascha? Hier bin ich, Mama. Was machst du denn da draußen? Darf ich heute im Baumhaus schlafen? Aber das ist doch viel zu kalt. Ich leg meine Decke in deinen Schlafsack hinein. Sascha. Rex, was ist los? Was machst du hier im Garten? Alles klar. Bravo, Rex. Das hast du gut gemacht. Okay, jetzt pass auf den Sascha und den Fritz auf. Wa?
Nie und nimmer. Da täuschst du dich aber. Da täuschst du dich gewaltig. Das hier, das ist eine Glock 17. Dass die Ihnen gehört hat, Worak, das steht wohl außer Frage. Aber Sie haben die tödlichen Schüsse nicht abgegeben. Ich war's. Ich habe das Schwein erschossen. Nein, nein, glauben Sie ihm nicht. Ich habe das getan. Mein Mann war kein Mensch, das war eine Bestie. Das glaube ich Ihnen. Aber der Täter ist trotzdem jemand anderer. Wir haben Spuren von diesem Pullover am Tatort gefunden und der gehört der Tanja. Woher wollen Sie das wissen? Jetzt hör doch auf, Mama. Das Ganze hat einfach keinen Sinn mehr. Du hast die Pistole von Herrn Dvorak genommen, die deine Mutter hier ins Haus gebracht hat. Du hast gewusst, wo dein Vater den Herrn Geuser trifft und warum er das tut. Und dann bist du in der großen Pause in den Park gegangen. Was mein Vater, was er jahrelang mit mir gemacht hat, das habe ich alles irgendwie durchgestanden. Aber das jetzt auch noch meinem Bruder, als ich ihn dann an dem Abend in seinem Zimmer gesehen habe, Das Wichtigste ist jetzt, dass der Sascha kein einziges Wort darüber erfährt, was wirklich der Grund war, warum sein Vater gestorben ist. Warum in der letzten Zeit so viel Polizei da war, fällt mir schon was ein. Hey Sascha, komm rein. Ja, komm rein. So. Ich habe eine Überraschung für dich. Der Familienrat hat einen Beschluss gefasst. Er hat beschlossen, dass du den Fritz behalten darfst. Und zwar für immer. Ehrlich? Ja. Schau mal, Mama. Warum weint ihr denn alles so? weil wir uns so für dich freuen. Wenn wir einmal groß sind, dann werden wir auch solche Polizisten wie du und der Rex. Gell, Fritz?